Hi, ihr Lieben. Ich bin die Sui und heute werden wir Vampire's Dawn 3 spielen. Endlich! Ich freue mich so sehr. Vampire's Dawn hat mich in meiner Kindheit, Schrägstrich Jugend sehr, sehr stark begleitet und mich in die RPG-Maker-Szene überhaupt eingeführt, beziehungsweise reingeleitet. Und das ist für mich immer noch eins der epischsten Games überhaupt. Ich weiß nicht, ich liebe Vampire's Dawn und deswegen freue ich mich umso mehr, heute endlich in den dritten Teil reingucken zu können. Ja, wir starten direkt rein. Ich bin so gespannt. Wenn ein Mensch stirbt, spendet der Himmel seiner Seele ewigen Frieden. Wenn ein Vampir stirbt, erleidet sein Blutgeist ewige Qualen. In der Ebene des Blutes. Was haben wir nur getan? Uns blieb keine andere Wahl. Aska. Walna ist tot. Es war unvermeidbar. Wir mussten sie aufhalten. Oh. Walna, Jaina, Raren, alle waren sie beseelt von verdammten Schattengeistern. Kleine Anmerkung, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, ne, I'm sorry, ne, aber bei manchen Namen weiß ich bis heute nicht genau, wie man sie ausspricht. Reiß dich zusammen. Wir können es nicht mehr ändern. Konzentrieren wir uns auf unsere nächsten Schritte. Ach, Aska. Sieh dir diese Steintafel an. Was interessiert mich diese verdammte Steintafel? Ich muss mich um Walna kümmern. Aber er ist doch schon tot. Sieh hin! Auf dieser Steintafel steht der mächtigste Zauberspruch, der je erschaffen wurde. Was interessiert sie das gerade? Damit kann ich endlich die Welt nach meinen Wünschen formen. Ja, Aska und seinen Wahnsinn. Nein! Nein. Diese Steintafel macht uns zu den mächtigsten Wesen, die je existiert haben. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Diese Steintafel könnte genauso gut alles Leben auf dieser Welt auslöschen. Die Elras haben sie hier tief unter der Erde versteckt. Wenn sie die Welt auslöschen wollten, hätten sie es schon längst getan. Nein, ich denke, dieser Zauber macht uns unendlich mächtig. Wir konnten sie rechtzeitig vor Nutzung des Zaubers stoppen. Außerdem ist es völlig egal, was der Zauber bewirkt. Ich werde jetzt Walna aus der Ebene des Blutes befreien. Lass seinen Blutgeist ruhig ein wenig leiden. Boah, das ist geil. Wenn wir die Steintafel jetzt nutzen, werden wir so mächtig sein, dass du ihn mit einem Fingerschnipsen wiederbeleben kannst. Woher willst du das wissen? Die Elras haben diese Steintafel erschaffen. Sie sind durch und durch getrieben von dem Verlangen, alles zu vernichten. Lass dich nicht von deiner Trauer blenden. Dies ist unsere Gelegenheit, der Welt Frieden zu bringen. Frieden? Indem du jeden vernichtest, der nicht deinem Willen folgt. So. Unsinn. Nicht jeden. Wir haben keine Ahnung, was dieser Zauber bewirkt. Wir brauchen das Zauberbuch der Elras und müssen dort drin nach Antworten suchen. Außerdem kann ich damit Walna wiederbeleben, bevor wir den Zauber sprechen. Ist das dein Ernst? Das verdammte Zauberbuch? Diese unglaubliche Macht der Elras steht direkt vor unseren Füßen. Auf dieser Steintafel. Ja, das ist mein voller Ernst, Aska. Oh, verdammt, Elaine. Mit dem Zauber hättest du die Macht, alles zu tun, was du willst. Oder der Zauber ist das Ende dieser Welt. Ich werde den Zauber jetzt nutzen. Das wagst du nicht. Ja, Aska wird es wagen. Es ist Aska. Ich warne dich kein zweites Mal. Na schön. Wir
Besorge doch das verdammte Buch und belebe Walna wieder. Danach nutzen wir gemeinsam den Zauber. Und was machst du? Ich lasse die Steintafel in mein Schloss transportieren. Dort bewahre ich sie sicher bis zu deiner Rückkehr auf. Von wegen, Aska. Ich lasse dich nicht mit der Steintafel allein. Dann wird es wohl nichts mit Walnas Wiederbelebung. Und wie lautet deine Entscheidung? Scheiße. Ich teile die Steintafel auf. Eine Hälfte verwahrst du, die andere ich. Und dann hilfst du mir mit dem Buch Walna wieder zu beleben. Erst dann nutzen wir gemeinsam die Steintafel. Ja, Genius. War das aber nicht das, was die Elras oder nicht die Elras, aber damals die auch gemacht haben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich die Teile gespielt habe. Wacht auf! Wacht auf? Wie? Wacht auf, ihr elenden Maden! Okay. Oh. Wacht auf, ihr elenden Maden! Wie konntet ihr es wagen, mich so zu hintergehen? Oh oh. Was haben wir denn gemacht? Aska? Ihr verdammten Verräter. Niemals zuvor habe ich jemanden so sehr verabscheut wie euch. Wegen eurer Taten sind wir jetzt alle dem Untergang geweiht. Was haben die denn gemacht? Wo bin ich? An dem Ort, an dem ihr für euren Verrat bezahlen werdet. Okay. Aska? Ich kann nicht glauben, was ihr getan habt. Es gibt nichts, was eure Taten rechtfertigen könnte. Hör mir zu. Nein, du hörst mir jetzt zu. Ich hasse euch mehr, als je ein Vampir könnte. Deine Taten waren es dort, die uns gezwungen haben, so zu handeln. Meine Taten? Meine Taten? Du hast alles zerstört, was ich je aufgebaut habe. Alles zerstört, was ich je geliebt habe. Hör auf, von Liebe zu sprechen. Alles, was du dieser Welt gebracht hast, ist der Tod. Ich habe den Tod gebracht? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Euer verräterisches Dasein endet hier und jetzt. Du bist der Verräter. Ich bin der Verräter? Du minderwertiges Stück Dreck. Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Ich habe dich erschaffen, als mein Schüler. An meiner Seite hätten wir alles erreichen können. Schüler? Sklave trifft es wohl eher, Aska. Du verdammter, undankbarer Wurm. Wir kriegen das wieder hin. Dummkopf, wegen eurer Taten gibt es für uns keine Zukunft mehr. Lass uns sofort gehen, du Wahnsinniger. Nach alledem, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Vincent Waynard, Genai, Dalira, Larius, allesamt wertlose Würmer. Doch wegen dir, Walna, habe ich das Wichtigste verloren. Oh, jetzt fängt er wieder an mit der Liebesstory. Wetten. Du widerst mich an. Nichts wird mir mehr Freude bereiten, als dir unendliche Qualen zu bescheren. Na schön, nimm Elaine. Nein, hör auf mit den Spielchen. Ein Spielchen nennst du das hier? Dann ist das hier das letzte Spiel deines untoten Lebens, Wurm. Sie hat dich nie geliebt. Weil du uns entzweit hast. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Denn jetzt wird die Rache nun endlich mein sein. Nach all den Jahrzehnten des Kriegs. Diesen verdammten Krieg hast du begonnen. Ihr beide müsst nun endlich für euren Verrat bezahlen. Wegen euch hat diese Welt keine Zukunft mehr. Leidet in der Ebene des Blutes. Nein! Verfluche dich, Aska! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Is he really doing this? Boah, Aska, ne? Dieser liebe Vampir. Er hat tatsächlich alles angefangen. In der Lava verbrannt? Was erzählst du uns da? So ist es geschehen. Wird er uns auch so töten, Opa?
Dies ist noch nicht das Ende. Das verspreche ich dir, Aaron. Wie sollen wir hier nur jemals rauskommen? Sie werden uns finden. Wir müssen nur durchhalten. Ich kann nicht mehr. Oh, mein geliebter Aaron. Bitte gib nicht auf. Aaron? Das ist ein schwerer Name, Leute. Er hat Mama und Papa getötet. Die Soldaten werden uns bald finden. Und dann wird alles gut. Trotz meiner Worte versteht ihr immer noch nicht, wer uns hier gefangen hält. Hör auf, meinem Enkel solche grausamen Dinge zu erzählen. Wer ist das überhaupt da? Er ist ein Monster, der schlimmste Vampir, der je existiert hat und je existieren wird. Die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs werden uns finden und ihn besiegen. Der Heilige Kreuzzug ist schon so gut wie vernichtet. Dies darf nicht unser Ende sein. Ich fürchte, das ist es aber. Es gibt kein Entkommen. Seine Macht ist zu groß. Wir können nichts mehr tun, als hier auf unser Ende zu warten. Bitte sag sowas nicht vor meinem Enkel. Wir werden es schaffen. Wir müssen nur durchhalten. Bald werdet ihr verstehen, dass zu verhungern noch das gnädigste Schicksal ist, das euch erwarten kann. Er kennt nur noch Zorn und den absoluten Willen, alles zu beherrschen. Wer oder was sich ihm in den Weg stellt, wird vernichtet oder versklavt, und sein Sklave zu sein, ist unendliche Male schlimmer, als zu sterben. Opa, ich habe Angst. Es muss jemanden geben, der ihn aufhalten kann. Die letzte Hoffnung ist verloren. Die einzigen, die ihn hätten aufhalten können, endeten so, wie ich es euch gerade erzählt habe. Opa, ist das wahr? Werden wir hier sterben? Die letzte Hoffnung der Menschheit? 2 Vampire? Verbrannt in einem Kerker? Das will ich nicht glauben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es spielt zwar keine Rolle mehr, aber ich werde euch auch erzählen, wie es so weit kommen konnte und warum das unser aller Ende bedeutet. Vor vielen Jahrzehnten waren die Vampire durch den Heiligen Kreuzzug unter der Führung von Vincent Waynard nahezu ausgerottet worden. Nur 2 Vampire schafften es zu überleben. Ihre Namen waren Elaine Freynia. Ist die nicht anders mit Nachnamen? Ich bin mir unsure. Und Valna Danus. Oder Danus. Sie waren sehr mächtige Vampire mit der Fähigkeit, ihre vampirische Natur vor der Menschheit zu verbergen oder vor den Menschen zu verbergen. Daher war es ihnen möglich, unerkannt unter den Menschen zu leben. Beide erkannten, dass nur ein Leben mit den Menschen der einzige Weg war, den Frieden auf der Welt zu erhalten. Sie wollten niemals wieder einen Heiligen Kreuzzug heraufbeschwören. Und so verzichteten sie darauf, weitere Vampire zu erschaffen. So verging eine sehr lange Zeit des Friedens, bis zu jedem schicksalhaften Tag, an dem die beiden Vampire aus Liebe zueinander beschlossen, ihr glückliches Dasein durch ein Kind zu vollenden. Doch da in einem untoten Körper kein Leben entstehen kann, blieb ihnen nur ein Weg, um ihren Wunsch zu erfüllen. Die Jaina. Ich glaube, Jaina hieß die. Oh, ist das oldschool? Ja, Jaina. Ach, kleiner Schmetterling, du hast keine Sorgen, was? Sieh sie dir an, Valna. Diese Augen, diese wunderschönen Haare. Sie ist einfach perfekt, ich weiß es. Sie vermisst anscheinend jemanden. Meinst du, wir tun das Richtige? Wir reißen sie aus ihrem Leben, lassen ihr keine Wahl. Ach, Valna, du hattest damals auch keine Wahl. Und schau dich heute an. Könntest du dir ein besseres Leben als das eines Vampirs vorstellen? Wir können mittels unserer magischen Aura friedlich unter den Menschen leben und müssen dank unserer vampirischen Kräfte keine Diebe, Mörder oder Monster fürchten. Durch deine Verwandlung verlorst du damals deine geliebte Aisha. Doch heute liebst du mich mehr als alles andere. Das Leben geht immer weiter. Neue Situationen bedeuten auch immer neue Chancen. Chancen, zu neuer Größe zu gelangen und das Leben besser zu gestalten, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Und ja, vielleicht wird sie kurzzeitig ihre alte Familie vermissen.
Doch schon bald wird sie uns als ihre neue Familie akzeptieren und lieben. Wir tun das Richtige, für sie und für uns. Wir werden für immer eine glückliche Familie sein, das verspreche ich dir. Nur leider ging das ziemlich schief. Leider. Doch konnte Elaine nicht ahnen, dass dieses Versprechen ein Trugschluss war. Ihr Wunsch, ein Mädchen namens Jaina durch die Umwandlung zu einem Vampir zu einem Teil ihrer kleinen Familie zu machen, begründete den ersten Schritt in eine Zukunft, die sie niemals wollten. Eine Zukunft, in der alles zerstört wurde, was ihrem Dasein einen Sinn gegeben hatte. Was hat das zu bedeuten, Jaina? Was macht dieses Schwein Aska hier? Und warum stehst du an seiner Seite? Nun, ich habe nun einen neuen Vater. Was hast du nur getan? Du hast diesen Dreckskerl mit Hilfe des Zauberbuchs der Elras wiederbelebt? Er hätte für immer in der Ebene des Blutes leiden sollen. Oh, wie herrlich ahnungslos du bist, Valna. Doch keine Sorge, die Wahrheit wird sich dir schon bald offenbaren. Habt ihr wirklich erwartet, dass ihr mich einfach verwandeln und dann wie ein dummes Haustier behalten könnt? Ihr habt mich gegen meinen Willen zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und nun ist die Zeit gekommen, dass ich zu dem werde, was ich sein will. Oh nein, Jaina, was hast du nur getan? Viel spannender ist doch die Frage, was wir jetzt tun werden, meine liebe Elaine. Aber keine Sorge, ihr beide werdet kein Detail verpassen. Jaina hatte nach ihrer Verwandlung so viele Fragen zu ihrem vampirischen Dasein, die Valna und Elaine nicht beantworten wollten. Diese Unwissenheit trieb Jaina unerbittlich an, selbst nach Antworten zu suchen. So geschah es, dass der uralte Vampir Askar Saren mit Hilfe eines magischen Zauberbuchs aus der Ebene des Blutes befreit und wiederbelebt wurde. Und Askar bot Jaina Antworten auf Fragen, die Elaine und Valna nicht beantworten wollten. Doch auch Askar konnte nicht erahnen, welche finsteren Kräfte noch in dem Zauberbuch steckten. Finstere Kräfte, die Jaina immer mächtiger werden ließen. Du verdammtes Schwein, wirst jetzt sterben. Wartet, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich dachte, ich könnte Jaina nach meinem Willen formen, doch ich war dumm und blind. Sie ist nicht mehr die Vampirin, die ihr kanntet. Weil du sie uns geraubt und sie verdorben hast. Nein, sie ist von einem verdammten Schattengeist besessen. Nur mit letzter Kraft konnte ich fliehen, um euch zu finden. Wir müssten den Schattengeist in ihr stoppen. Wir werden dir niemals helfen, du elender Mistkerl. Mir helfen? Du verkennst die Situation, Elaine. Entweder wir schaffen es, Jaina aufzuhalten, oder das Leben auf dieser Welt wird aufhören zu existieren. Und so führte letztlich die gemeinsame Jagd nach der besessenen Jaina die drei Vampire an den Ort, an dem Jaina die Steintafel der Elras nutzen wollte. Schattengeister sind unfassbar mächtige Elras-Magier, die ihre körperliche Daseinsform überwinden konnten und von einem Witzkörper zum anderen wandern. Die Steintafel wiederum ist ein Relikt der Elras-Magier, auf dem der mächtigste Zauber geschrieben steht, der jemals erschaffen wurde. Doch nachdem sowohl Jaina als auch Valna am Ende durch einen Schattengeist besessen waren, blieben Askar und Elaine keine andere Wahl, als beide zu töten. Und wie ich euch bereits erzählt habe, verhinderte Elaine, dass Askar danach den Zauber der Steintafel nutzte. Stattdessen teilten sie die Bruchstücke auf, und zwar so lange, bis Elaine das von Jaina versteckte Zauberbuch der Elras gefunden und damit Valna wiederbelebt hatte. Aber das Buch blieb verschollen und Askar verlor die Geduld mit Elaine. So, meine Vampirdiener, jetzt ist es soweit. Diese verdammte Elaine hat es seit Monaten nicht geschafft, das Buch zu finden. Meine Geduld ist nun am Ende. Ich werde nicht einen Moment länger darauf warten, dass dieses Miststück das Buch in ihre Hände bekommt. Ich bin dazu auserwählt, den Zauber der Steintafel zu nutzen. Elaine hat versagt. Sie ist genauso inkompetent wie der Wurm Valna, den sie noch immer so verzweifelt liebt.
Doch ihre hoffnungslose Liebe wird mich nicht einen Tag länger davon abhalten, die Macht zu erlangen, die mir schon längst hätte gegeben sein müssen. Das war ein komischer Satz. Macht euch bereit. Wir werden noch heute die Bruchstücke ihren dreckigen Händen entreißen. Die Steintafel wird nach all der verschwendeten Zeit endlich mein sein. Falls sie sich mir entgegenstellt, wird sie das gleiche Schicksal wie diese Made Wallner ereilen. Unendliche Qualen in der Ebene des Blutes. Aber Elaine kannte Aska gut und war vorbereitet auf einen Angriff. Doch je mehr Vampire Aska schickte, um Elaines Bruchstücke zu holen, umso stärker musste sich Elaine wehren. Dies war der Beginn des Vampirkrieges, der diese Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Und je größer der Druck auf Elaine wurde, umso größer wurde auch ihre Verzweiflung. Verdammter Aska, wie viele Vampire will er noch erschaffen, um an meine Bruchstücke zu gelangen? Selbst die Zerstörung seines geliebten Schlosses Aldanes vor vielen Jahren hat ihn nicht zur Vernunft gebracht. Wie lange kann ich seinen Angriffen noch standhalten? Und mit jedem neuen Vampir treten 2 Menschen dem Heiligen Kreuzzug bei, um das Ende der Menschheit zu verhindern. Sieht Aska denn nicht, dass er diese Welt durch diesen Krieg in den Abgrund stürzen wird? Oh Wallner, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte so sehr, ich hätte das Buch gefunden. Dann wäre heute alles anders. Ich habe an so unfassbar vielen Orten gesucht. Doch diese Welt ist einfach zu groß. Das Versteck, in dem Jaina das Buch hinterlassen hat, könnte überall sein. Selbst in irgendeiner Felsspalte oder einem toten Baum. Wie soll ich es nur finden? Das ist die Frage. Und während ich mehr darüber den Kopf zerbreche, rücken Askas Truppen näher und näher und sind ebenfalls auf der Suche nach mir und meinem Versteck. Ich muss diese Bruchstücke vor Aska schützen, mich gegen den Heiligen Kreuzzug wehren und noch das Buch der Elras finden. Wallner, ich kann nicht mehr. Wäre das alles hier doch nur ein böser Albtraum, aus dem ich bald erwache?